Hallo und herzlich willkommen bei EOZM und zum Unboxing der Samsung Galaxy Buds. Diese kabellosen In-Ears sind eine Zugabe von Samsung für alle Vorbesteller gewesen. Ich habe die weiße Farbe. Es gibt sie auch in Schwarz und Gelb. Teil 1 Unboxing. Machen wir einen Rundgang um die Box. Auf der Vorderseite sehen wir den Buds-Schriftzug sowie eine Abbildung des Produkts. Auf der rechten Seite finden wir Angaben zur Akkulaufzeit, zur Gesprächsqualität, zum drahtlosen Laden sowie zur komfortablen und sicheren Passform. Auf der linken Seite sehen wir den kompletten Marken- und Produktnamen. Auf der Unterseite befindet sich ein Etikett mit Informationen zur Farbe und zum Hersteller und so weiter. Auf der Rückseite nochmals der Produktname sowie ein Hinweis zu AKG, also der Firma, die beim Klang mitgewirkt haben soll. Dann wollen wir mal die Verpackung öffnen. Das Siegel ist schon durchtrennt, also heben wir den Deckel an. Zum Vorschein kommt das Schutz- und Ladeetui, in der sich die Galaxy Buds befinden, sowie eine kleine Verpackung darunter. Außerdem befindet sich innerhalb des Deckels eine weitere Verpackung, die wir entnehmen, indem wir an der Lasche ziehen. Diese Verpackung enthält, wie wir uns denken können, lediglich die Garantiebestimmungen sowie die Schnellanleitung in verschiedenen Sprachen. Kommen wir zu dem Bud selbst. Wow! Wow! Ich muss zugeben, es ist sehr leicht und fühlt sich richtig gut an. Die Spaltmaße sind super und der Deckel schließt bündig mit dem Unterteil ab. Wow, ich bin echt angetan bisher. Auf der Front sehen wir eine LED, die wahrscheinlich den Akkuzustand angibt. Gleich darüber ist die Kerbe, um das Etui leichter öffnen zu können. Auf der Rückseite befindet sich der USB-C-Anschluss zum Laden des Etuis und somit auch der Buds. Gott sei Dank verbaut Samsung hier einen USB-C-Anschluss und nicht den veralteten Micro-USB-Anschluss wie bei der Galaxy Watch. Öffnen wir nun die kleine Pappbox. In dieser befindet sich zum einen das USB-C-Ladekabel und zum anderen verschieden große Aufsätze und Sicherungsbügel, die für einen komfortablen und sicheren Halt sorgen sollen. Nun zu den Stars der Show. Das Etui wird mit Magneten zusammengehalten, um ein versehentliches Öffnen zu unterbinden. Die Magnete sind ziemlich stark und das ist auch gut so. Der Deckel rastet zudem in der hintersten Position ein und stört nicht weiter beim Entnehmen der Buds. Kaum geöffnet leuchtet bzw. blinkt die LED orange. Ich denke, die Buds suchen nach einem Gerät, um sich damit zu verbinden. Oh, wie cool! Auch die Buds selbst sind magnetisch und lassen sich vom Etui anziehen. Somit wird verhindert, dass sie einfach aus dem Etui fallen können. Ich bin wirklich überrascht, wie durchdacht alles ist. Bravo Samsung, wirklich bravo. Mein Ersteindruck ist absolut positiv. Schauen wir uns einen der Buds mal näher an. Er ist wirklich federleicht, das sollte dem Tragekomfort zugutekommen. Die Außenseite glänzt in einem Perlweiß und der Rest des Gehäuses ist in mattem Weiß gehalten. Unten befindet sich ein Mikrofon. Auf der Innenseite befindet sich ein Sensor sowie 2 Pins zum Laden der Buds durch das Etui. Teil 2 Einrichten. Ich schlage vor, wir koppeln die Buds nun mit dem S10 und richten sie ein. Zuerst entsperren wir das S10 und legen es neben die Buds. Danach öffnen wir das Etui. Das sollte ausreichen. Wow! Prompt öffnet sich ein Dialogfenster. Wie schnell war das denn bitte? Mega! Ist ja wie bei Apple. Wir klicken auf Verbinden und das S10 fragt uns nach Erlaubnis für verschiedene Zugriffe. Genau solche Fragen gibt es bei der Einrichtung der Apple AirPods nicht. Aber das ist ja ein anderes Thema. Lasst uns fortfahren. Nachdem wir genau 4-mal zugestimmt haben, wird das Telefon eingerichtet. Das dauert nicht lange. Aber erneut werden wir gefragt, ob wir 4 Zugriffe gewähren wollen. Wir lassen sie mal zu. Danach werden wir gefragt, ob wir Diagnosedaten senden wollen. Das lassen wir deaktiviert und klicken auf Zustimmen. Im nächsten Schritt können wir die Benachrichtigung verwalten.
Wir entscheiden also, welche Apps uns Benachrichtigungen senden dürfen. Wir belassen es bei der Vorauswahl, da wir es auch später anpassen können. Wir klicken auf Weiter und im nächsten Schritt lernen wir die Funktionen der Buds kennen. Es ist ganz simpel. Einmal auf das Touchfeld tippen ist Play Pause. Zweimal tippen spielt den nächsten Song ab oder nimmt einen Anruf entgegen bzw. beendet ihn. Dreimal tippen spielt den vorherigen Song erneut ab. Es gibt die Möglichkeit, Umgebungsgeräusche ins Ohr leiten zu lassen. Dafür reicht es aus, das Touchfeld länger gedrückt zu halten. Das kann ganz hilfreich sein, wenn man eine kurze Konversation führen möchte oder einfach nur wissen will, was in der Umgebung gerade passiert. Kommen wir nun zum spannendsten Feature der Buds, das Aufladen mit Hilfe des Galaxy S10s. Das ist mal eine Innovation und wir probieren es auch gleich aus. Wir beenden das Kennenlernen und klicken auf Beenden. Wir sind startklar und kommen auf die Übersichtsseite. Auf dieser sehen wir den Akkustand der Buds. Wir haben die Möglichkeit, einen Equalizer zu verwenden, die Benachrichtigungen zu verwalten, das Touchpad zu konfigurieren, die Umgebungsgeräusche zu aktivieren sowie die Buds orten zu lassen, falls man sie mal verlegt haben sollte. Nun zum Aufladen per Telefon. Dafür aktivieren wir am S10 Wireless Power Share, drehen es auf die Vorderseite und legen das Etui auf die Rückseite. Es vibriert kurz und die LED des Etuis leuchtet orange. Es funktioniert wirklich gut. Gute Arbeit, Samsung. Definitiv ein Daumen hoch von mir für diese Funktion. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Abonniert meinen Kanal und verpasst dadurch keine neuen Videos. Macht es gut und bis dahin. Ciao.